kommen wir nochmal zu meinem selbstgebauten Arbeitstisch für meine Bosch Paneele und Gärungssäge. Ja, gekauft habe ich die zusammen mit diesem Arbeitstisch. Gestört hat mich bei der Säge einfach die kleine Arbeitsfläche, die man hat. Also im Prinzip sieht es so aus. Hat man größere Teile, kippelt das alles. Ja, und so kam ich drauf, mir diesen Arbeitstisch zu bauen. Ihr habt gerade schon gesehen, man kann die Teile rausnehmen. Hier diese Seiten kann ich stufenlos verschieben, je nachdem, wie ich es haben will. Das ist nämlich erforderlich, wenn ich auf Gärungssägen will. So ist es natürlich steif, kann ich nichts machen. So, nun kann ich je nach, wie ich es möchte, die Mittelteile rausnehmen. So, ziehe den vor. Und je nachdem, wie weit ich den Winkel einstellen will, verschiebe ich halt einfach die Seitenteile. Und kann sie genauso einfach wieder zurückziehen. Und bin hiermit völlig frei. Ich kann sie in jede beliebige Position, ich kann sie auch ganz einfach rausnehmen, wenn ich sie ganz weg haben will. So sieht es dann aus, wenn sie alle weg sind. So, hinten rausnehmen. Also bei Bedarf kann ich den Tisch auch ganz schnell wieder komplett umbauen, sodass ich... Aber das ist immer ein bisschen stur. Das ist jetzt mir zu stur. Vorführeffekt. Also jetzt kann ich auch immer noch die Seitenteile wieder rausschieben. Kann sie da ganz reinsetzen. Und kann rein. Theoretisch, natürlich ist sie immer noch weiter mobil. Ich löse einfach die 4 Schrauben und kann die Gärungssäge auch wieder woanders hinstellen oder mitnehmen, wenn ich zu anderen Baustellen hin muss. So, und die Teile sind schnell wieder eingesetzt. Vorführeffekt, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ach, an die falsche Seite reingesetzt. Das sollte man natürlich nicht tun. Denn diese seitlichen Auflagen haben noch eine ganz tolle weitere Funktion. Die kann man nämlich aufklappen. Tata! Sodass man hier immer noch zusätzlichen Stauraum für etwas hat. Kann da irgendwelche Dinge reinlegen. Das ist echt genial. Block. Seine Kronjuwelen, seine Goldstätze. Die Liebesbriefe von früher, die die Kinder nicht finden sollen, oder Tagebücher. Naja, nee, ich schätze beiseite. Also hier habe ich einfach nochmal den toten Raum genutzt, als zur Unterbringung von irgendwelchen Dingen, wie auch immer man möchte. Kann die halt einfach auf und zu klappen und fertig. Dann habe ich hier unten, setze ich nochmal wieder rein. Das funktioniert übrigens einfach. Ich habe hier 2 Dübel angebracht, Löcher entsprechend gebohrt, ein bisschen angesenkt. Und dann werden die da einfach wieder reingesteckt. Es gibt zusätzlich eine Ablagefläche hier unten. Jeder kennt das. Man hat immer irgendwelche Kleinteile, man kann das hier schnell ablegen. Und hier habe ich nochmal zusätzlich eine Box, wo ich Zollstock, Bleistifte, wie auch immer, hineinlegen kann. Ja, soweit der Arbeitstisch. Oh ja, ich hatte den vorher gebaut, allerdings die Seitenteile genauso zum Stecken wie die Mittelteile. Ich konnte die Seitenteile in 3 Positionen verstellen. Das habe ich aber nach 2 Tagen sofort umgeändert in dieses stufenlose Schiebesystem, weil es unpraktisch war. Also gerade beim Arbeiten, es ging mir nicht schnell genug.
Wenn ich das hier auf die Gärung einstellen wollte, dann musste ich das jedes Mal rausnehmen, beide die Löcher finden, wo es reingehört. Ja. Irgendwo habe ich so ein Teil auch noch. Wo habe ich es denn noch? Habe ich es irgendwo? Ne, finde ich jetzt gerade nicht. Oder doch? Ja, hier unten unterm Tisch. Einen Moment. Ne, ja doch. Ich habe hier allerdings jetzt die Holzdübel abgesägt, weil ich das als Erhöhung, als kleine Tritterhöhung nutze. Also das war das vorher gewesen. Hier hatte ich so Einkerbungen drin, weil die hier erforderlich waren. Ja, und die musste ich dann jedes Mal halt rausnehmen, reinsetzen. Habe ich erst gedacht, das toll, war aber nicht. Aber so ist es für mich, ich finde, perfekt. Hat nicht